Hallo ihr lieben Wissbegierigen und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Ich habe heute wieder einen Produkttest für euch, nämlich ich hatte Glück und bekam diesen DeLonghi Kaffeevollautomat Magnifica Start und der hat, soweit ihr das schon auf diesem Bild sehen könnt, eine Steam-Funktion. Er ist gut für Espresso, Kaffee geeignet und Doppio Plus. Also ich gehe mal aus, einen doppelten Kaffee, was das heißen soll. Also diese Grundvoraussetzungen, nichts Außergewöhnliches für ganz normale Kaffeenutzer, die nicht dieses Bromborium wollen und verschiedene Sachen. Da langt der meiner Meinung nach auch. Den packen wir jetzt aus und dann probieren wir mal die Ersteinrichtung. So sieht der von oben aus. Er ist schön eingepackt. Hier sieht man den Durchscheinen. Hier sind noch so ein paar Zettel. Hier ist so eine Einrichtungsanleitung dabei. Einen ganzen Pack Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen. Hier habt ihr sogar einen Kaffeelöffel, wenn ihr gemahlenen Kaffee nutzen wollt. Und eigentlich braucht ihr eigentlich nur diese Anleitung. Hier steht nämlich alles beschrieben. Welche Teile dürfen zum Beispiel in den Geschirrspüler, welche nicht. Und hier wird zum Beispiel empfohlen, den Wasserhärtegrad zu testen. So ein Stäbchen ist entweder dabei oder nicht. Bei uns weiß ich, es ist unser nicht sehr hartes Wasser, also brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Und dieser Kaffeevollautomat ist natürlich für ganze Bohnen gedacht und nicht für gemahlenen. So sieht die DeLonghi Kaffeemaschine aus, wenn sie ausgepackt ist. Wir gehen ein bisschen näher hin. Hier ist das Licht ein bisschen schwach. So sieht es aus. Hier haben wir diese Abtropfschale und hier ist dieser Steam-Aufbrüher. Dann haben wir hier kommt zum Beispiel das gemahlene Pulver rein. Wie ihr seht, nur ein Kaffeelöffel und wenn ihr hier das aufmacht, finde ich cool, kannst du bloß aufmachen, kommen hier die Kaffeebohnen rein. Hier ist das Mahlwerk, das könnt ihr einstellen, das ist jetzt voreingestellt auf 5. Ihr könnt es natürlich erhöhen oder verringern. Und der Deckel ist, wie gesagt, gehabt für Pulver. Ihr könnt aber nur eine Kaffeetasse machen und könnt nur einen Kaffeelöffel da reinmachen. So, da füllt ihr einfach euren Kaffee rein und einfach Deckel drauf. Super. Der Wassertank ist hier auf der Seite. Hier an den Griff könnt ihr das einfach dann rausziehen. Aber jetzt muss ich erst natürlich das da unten rausmachen, weil das ist jetzt auch noch geschützt. Das ist diese Ablage für eure Tassen und Abtropfgitter. Das sollt ihr natürlich bei jedem Nutzen reinigen. So sieht das aus. Hier sammelt sich dann der Kaffeesatz, wenn das gebrüht worden ist, eure Tasse. Und hier ist dieses Abtropfgitter. Wenn dieser Tropfen da, dieser rote rauskommt, dann ist es höchste Zeit, das auszuleeren und sauber zu machen. Ihr könnt es natürlich auch bei jedem benutzen. Rausheben. Funktioniert dann so. So schaut das aus. Und so. Also die ist jetzt ein bisschen kleiner als unsere Abtropfschale, ist aber nicht schlecht, da müsst ihr nicht so viel sauber machen. Und es wird dann regelmäßiger gereinigt. Und dann das einfach wieder da reinhaken. Okay, mit 2 Händen geht es besser. Ganz einfach, hier unten habt ihr eine Griffmulde, einfach nehmen und dann da reinschieben. Typischer Vorführeffekt, jetzt geht's nicht. So. Und hier habe ich gesehen, den Taster könnt ihr auch da rausnehmen. Der muss auch mal mit Hand gereinigt werden und kommt wieder da rein. Hier und hier jeweils eine Tasse und dann müsst ihr dieses Doppelte drücken. Das wird dann mal ausprobiert und hier am besten so weit wie runter, wie die Tassen sind, runterstellen. Und so geht es nach oben. Einfach runterziehen oder nach oben. Ganz einfach zum Verstellen. Das da geht jetzt mit einer Hand schwer runter. Das kann man auch runter machen zum Reinigen. Das muss ich euch dann nachher zeigen. Wenn ich dann eine Hand frei habe, den könnt ihr natürlich verschieben. Hier könnt ihr auch eine Kanne reinstellen und das da reinmachen. Und hier, dann müsst ihr hier das auf 1 stellen, dann kommt dann das heiße Wasser bzw. Dampf raus. Und jetzt immer auf 0 stehen lassen, auch bei der ersten Inbetriebnahme. Ich habe jetzt auch gesehen, es ist sogar eine Packung in Kalka dabei. Denkt dran, wenn ihr das benutzt habt, schon gleich wieder eine neue Packung holen. Und ich denke mal, so alle 6 Monate wird es sein. Bei der ersten Inbetriebnahme müsst ihr natürlich den Stecker in die Steckdose stecken. Dann hat er gepiept. Ganz kurz. Und ihr seht hier oben dieses Symbol. Da braucht er Wasser. Das machen wir dann ganz einfach. Wir tun hier einfach, wie ich gesagt habe, am Griff. Ihr hört das Piepen. Da kommt dann Wasser rein. Und ihr habt auch hier die Möglichkeit,
Das nimmt man einfach raus. Und hier seht ihr schon so eine runde Mulde und hier unten auch. Hier da unten könnt ihr nämlich einen Wasserfilter einsetzen. Das steht in der Bedienungsanleitung drin, wie es funktioniert. Brauchen tut es nicht unbedingt, aber wenn ihr zum Beispiel auch noch hartes Wasser habt und sowas und auf gefiltertes Wasser wollt und dass das Gerät auch lange in Betrieb genommen werden kann, wäre es zu empfehlen. Wie viel der kostet, da muss ich euch ja mal reinschauen, aber es geht auch ohne. Also das jetzt bis zur maximalen Füllung. Hier ist das Zeichen. Füllen und dann wieder reinstecken. So, ich bin jetzt knapp drunter geblieben, weil es ist wirklich schwer zu halten, wenn er ganz voll ist. Dann den Deckel drauf tun und dann das schwere Teil wieder so einrasten lassen. Und es geht ganz einfach. Ihr könnt aber auch das raustun soweit und hier einfach befüllen. Könnt ihr es auch machen. Ohne Deckel, ohne nichts abzunehmen. Das verschwindet, das Symbol. Und dann möchte ihr hier eben die Einstellungen haben. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Und dann müsst ihr hier unten auf jeden Fall eine Tasse drunter stellen, weil dann macht er den ersten Wasserdurchlauf. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Das sind jetzt die Einstellungen. Normalerweise, das ist hier für die Wasserhärte gedacht. Da einfach dann draufdrücken. Steht aber alles in der Anleitung drin. Und dann müsst ihr 4 bis 5 Ausläufe oder Durchläufe machen, damit sich das Innere mit Wasser füllt, weil das ist ja vorher leer. Und es steht auch drin, es kann sein, dass auch noch Reste von Kaffeepulver zu finden sind. Das ist aber ganz normal, weil das wird nämlich justiert. Die Maschine wird dann eingemahlen mit Kaffee und deswegen kann sein, dass da Kaffeereste drin sind. Das heißt nicht, dass es schon benutzt worden ist, sondern dass es einfach justiert worden ist. So, jetzt drücken wir mal, was passiert. Oh. Ganz schön laut am Anfang, das hat es auch geheißen. Ich habe das natürlich runtergedreht, dass es ziemlich unten ist. Mal gucken. Ah ja, er fängt jetzt praktisch an, so wie wenn er entkalkt. So, er hat jetzt gestoppt. Ich denke mal, dass das jetzt der erste Durchgang war. Okay, wir probieren das aus. Das war jetzt einmal ein Durchlauf. 4 bis 5 Durchläufe müsst ihr machen. Und jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Also ihr müsst dann diesen Wasserdurchhitzer auf 1 stellen. Dann fängt das Blinken an und dann macht er hier heißes Wasser rein. Das probieren wir jetzt gleich nochmal aus. Ich glaube, das macht er sogar von selber. Na, schaut's hier. Okay, wir haben es auf der falschen Seite. Das müssen wir nochmal üben. Ich frage mich gerade, wie das ist, wenn er jetzt dann aufschäumen soll. Und wie lange macht er das jetzt? Na, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, so lange bis das Ding aus ist. Haha. Okay, 1 gibt's Wasser aus, das heiße, 0 stoppt's wieder. Aber jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte nämlich jetzt da unten nochmal einen Durchlauf machen. Braucht Übung. Und das Wasser ist definitiv heiß. Da könnt ihr praktisch jetzt einen heißen Tee machen. So ist der Wasserkreislauf geschlossen. Du es auf das stellen, öffnet sich das und dann kommt da heißes Wasser raus. Und wenn ihr das aber hier spülen wollt, muss man auf diese Taste drücken, längere Zeit. Schauen wir mal. Genau, jetzt funktioniert er.
Und genau, was ich noch vergessen habe zu sagen, man soll das vorher ausspülen nochmal. Also das spüle ich jetzt dann nochmal aus, bevor ich den Kaffee rein tue. Und dann drückt man nochmal drauf. Wir tun jetzt diese Milch da aufschäumen. So wie ich es jetzt gesehen habe, man kann es jetzt da auch machen. Am besten ein hohes Gefäß. Wir haben jetzt dieses da. Das nehme ich dann da rein. Fürs Milchaufschäumen. Wir drücken diese Taste da. Und wenn sie dann blinkt, schalten wir das auf 1. Also wir drücken das da. Und wenn es blinken anfängt, umschalten. Ja, schon sowas. Am besten holt ihr euch hier einen großen Becher. Es vermehrt sich. Wollt ihr das stoppen, drückt ihr von 1 auf 0. Hier hat sich die Menge verdoppelt und das kann man dann reinigen. Ihr müsst aber aufpassen, es ist dann noch heiß. Erst ein bisschen abkühlen lassen und dann am besten gleich reinigen. Das hat jetzt ein bisschen abgekühlt und zum Reinigen der Düse ist hier ein kleiner Zapfen. Jetzt stellt es leider nicht scharf da. Und dann dreht ihr das einfach nach rechts und zieht es ab. Dann könnt ihr es reinigen. Dann habt ihr hier auch eine Düse. Einfach abziehen und auch reinigen. Dann wieder aufstecken. Und hier seht ihr hier einen kleinen Zapfen und hier. Und da steckt es dann so drauf. Genau. Und dann dreht es wieder in die Richtung. Und schon hält es und jetzt ist wieder einsatzbereit. So, wir stellen jetzt nochmal an. So, ihr könnt jetzt einstellen, hier die Kaffeebohnenstärke. 1 für mild, für mittel, für stark und hier für Kaffeepulver. Und hier seht ihr, wenn ihr bloß Kaffeepulver drin habt, geht Doppio bloß nicht mehr. Weil es geht bloß eine Tasse. Wir machen jetzt gleich stark. Okay. So, und jetzt fangen wir an mit unserer Kaffeevorbereitung. Deckel auf, Kaffee rein. Kaffee ist eingefüllt hier. Das brauchen wir nicht. Hier ist eben die Stärke, lassen wir jetzt auf der. Und dann fangen wir an, einmal mit dem Kaffee hier reinzulaufen zu lassen. Und dazu drücken wir jetzt einfach mal. So, er hat was reingemacht. So. So, das ist ungefähr eine normale Tasse. Also wir haben jetzt schon eine große Tasse, also da könnte man jetzt praktisch das doppelt drücken. Das müssen wir mal ausprobieren. So schaut jetzt der aus. So, jetzt habe ich ein bisschen Milchschaum drauf getan. Das schaut nicht einmal schlecht aus, finde ich. Hier ist sogar zum Einstellen wegen der Wasserhärte, wenn ihr es braucht. Ihr könnt aber auch die Milliliter des Kaffees einstellen. Ich zeige es euch jetzt gleich. Das hier ist jetzt voreingestellt. Wie viel Milliliter kommen raus für einen Espresso, für einen Kaffee, für einen Long, für einen Americano, den haben wir jetzt nicht. Wir haben also praktisch nur Espresso, Kaffee, Doppio Plus. So viel Milliliter können Sie einstellen. Dazu müsst ihr hier die Tasse, also das Getränk auswählen, länger draufdrücken, bis es hier blinkt. Tasse drunter stellen, ganz wichtig.
und dann rinnt Wasser rein. Wenn es dann diese Höhe erreicht hat, wie ihr wollt, für euren Kaffee zum Beispiel, müsst ihr nochmal draufdrücken. Dann ist es eingestellt, ist aber eine Übungssache. Das müsst ihr dann selber rausfinden, wie funktioniert. Am besten hier, Anleitung, gibt es hier auch eben. Hier steht es nämlich hier drin, unter 7, die Tasse, wie das Getränk, das programmiert werden wird, soll für einige Sekunden gedrückt werden. Und dann lasst euch das durchlaufen. So, das ist jetzt zum Beispiel. Und dann steht hier auch drin, welche Milch verwendet werden soll. Die Brühgruppe müssen wir ja auch mal austauschen. Dazu müsst ihr den Wasserbehälter rausziehen. Und hier hinten befindet sich die Brühgruppe. Ich habe es gesehen, wir tun jetzt den Wasserbehälter raus. Da hinten ist eine Klappe versteckt. Aufmachen, da ist die Brühgruppe. Dann diese 2 Knöpfe drücken und rausziehen. Mehr ist es nicht. Baby einfach, finde ich. Immer noch besser als unsere Brühgruppe. Die ist natürlich auch größer und ist überall Fett dran an manchen Stellen. Das ist halt blöd zum Reinigen. Und hier habt ihr fast ein komplett geschlossenes System. Okay, mit der Zeit wird da zwar auch Kaffeepulver reinkommen und hier ist Reinigen und viele werden das jetzt nicht toll finden, dass zum Beispiel hier schon wieder diese Plastikgerätchen drin sind. Die nutzen sich natürlich mit der Zeit ab und dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die ganze Brühgruppe auszutauschen. Anders wird jetzt auch nicht funktionieren, weil ihr könnt es höchstens hier mal aufschrauben und reinschauen. Das würde ich aber erst machen, wenn es wirklich Garantie abgelaufen ist und sich das mal anschauen, wer möchte. Also es ist auf jeden Fall wichtig, das zu reinigen. Wenn jetzt doch Kaffeepulver noch daneben tropft oder saut, ihr könnt es euch ja vorstellen, wo das Kaffeepulver überall reinkommen könnte, dann ist da unten, das sieht man jetzt nicht, ganz unten sieht man den Ende von dieser Schale und da fällt das auch runter, das Kaffeepulver. Also es ist notwendig, das regelmäßig zu reinigen. Wann immer diese Zeit ist, steht sogar in der Bedienungsanleitung. Ich glaube von der Brühgruppe mindestens einmal monatlich solltet ihr das säubern und dann wieder reinstecken. Besonders wichtig ist es natürlich, wenn ihr das Maschinchen nicht so oft hernimmt. Jetzt habe ich es ein bisschen grob sauber gemacht. Wenn ihr es nicht so oft hernimmt, solltet ihr es auf jeden Fall mal reinigen. Weil es könnte passieren, dass das nämlich da oben dann schimmeln anfängt, weil es feucht ist. Und je länger es drin habt, desto könnt es schimmeln. Also bitte immer mal reinigen. Und hier steht sogar drauf, das finde ich auch super toll, dass es wirklich nur mit Wasser auswaschen soll. Keine Reinigungsmittel und keine Geschirrspülmaschine. Das Einsetzen ist jetzt eigentlich auch narrensicher. Ihr drückt einfach das wieder. Schaut, wo es reingehört. Also nochmal raus, drücken, rein. Ihr merkt es, ist schon wieder drin. Nichts bewegt sich mehr, alles schön drin und eben da drauf pushen. Mit 2 Händen geht es natürlich einfacher. Klappe zu und schon fertig. Und dann kommt einfach der Wasserbehälter wieder da reingeschoben und dran klicken. Also einfacher geht es jetzt wirklich nicht mehr. Einschalten. Geht hier einfach einschalten und dann, falls er nicht schon gereinigt hat vorher, kommt dann hier etwas Wasser raus. So reinigt sich das Maschinchen und deswegen ist dieses Sieb da und dann läuft es hier rein. Ihr seht es ja. Und das macht er normalerweise auch, wenn ihr den sehr oft benutzt habt und den ausschaltet. Also das ist der normale Vorgang. Ist das Ding ausgeschaltet eine Weile, macht er das automatisch. Wenn es dann wieder einschaltet. So, jetzt fangen wir erst einmal an mit den Kaffeebohnen. So, Kaffeebohnen da oben reinfüllen. Hier könnt ihr das Kaffeemahlwerk einstellen. Das ist hier voreingestellt. Das passt eigentlich normal. Außer ihr wollt jetzt doch ein bisschen stärkeren Kaffee oder es soll doch nicht so intensiv gemahlen werden. Dann könnt ihr es auch wieder runterstellen. Normalerweise müsst ihr das jetzt dann nur einstellen, wenn das wirklich nicht mehr läuft, dann stellt man es ein bisschen höher. Aber so passt es normalerweise. Hier kommt das Kaffeepulver rein, also nur 1 Löffel. Mehr kann die Maschine nicht machen und dann nur einfüllen, wenn die Kaffeemaschine jetzt wie jetzt eingeschalten ist, weil sonst kann passieren, dass der Kaffeepulver in das Maschinchen reinkommt. So, dann Deckel drauf, passt. Ihr könnt es eben auch hier außen bedienen, dann habt ihr hier eine Ablagefläche. Wollt ihr jetzt einen Kaffee machen, beziehungsweise auch die Intensität hier nochmal verstärken, könnt ihr hier das ganz einfach einstellen, mild, mittel, stark und ich sag euch, der ist sehr stark da, also so stark habe ich den noch nie getrunken.
Ist schon mal ein positiver Effekt. Hier habt ihr das Kaffeepulver, unbedingt einschalten, sonst geht das nicht. Wir lassen auf 1. Wenn ihr ein Getränk haben wollt, stellt euch hier die Tasse drunter und dann tut es so, nachdem wie groß die Tasse ist, das da einstellen, dass nicht daneben geht. Dann wählt aus, Espresso, Kaffee. Doppio Plus, wollt ihr 2 Kaffee haben, gleichzeitig müsst ihr das 2 Tassen nebeneinander stellen und dann das drücken und dann den Kaffee. Jetzt kommen wir zu dem Dampfauslass. Wenn ihr hier das benutzt, am besten vielleicht so eine Kanne nehmen, das da rüberstellen, das da reinstellen, aber ihr seht ja so, wie hoch das ist. Oder am besten füllen und ein bisschen hochhalten oder ihr stellt das dann irgendwo drauf, weil das finde ich jetzt schon ein bisschen blöd, weil das verdoppelt sich ja die Menge und dann habt ihr ja über dem drüber, aber das müsst ihr dann selber mal rausfinden, wie ihr es am besten macht. Dazu, wenn ihr heißes Wasser haben wollt, braucht ihr bloß hier rüberstellen. Dann kommt gleich heißes Wasser raus. Wenn die Menge erreicht ist, die ihr haben wollt, wieder auf 0. Wollt ihr jetzt dann Milchschaum machen, müsst ihr es anders machen. Ihr klickt das Steam, dann blinkt erst die ganzen Tasten, blinken erst. Ihr hört, wie sich das vorbereitet. Und nur dann, wenn das Einzelne dann blinkt, schaltet ihr von 0 auf 1, dann fängt das Schäumen an. Ihr seht ja, wie sich dann die Menge verdoppelt. Dann gleich wieder auf 0, wenn es erreicht ist. Reinigt ihr das, wieder auf Einstellen, Wasser rauslassen, wieder abschalten. Dann das wegnehmen, das am besten zurückdrehen, das runterschrauben, reinigen und das andere und dann ist das schon wieder einsatzbereit und wieder alles da zurückstellen lassen. Das ist jetzt eigentlich der Ablauf bei allen Sachen. Wir haben hier noch Einstellungen. Da müsst ihr länger drücken für die Einstellungen. Seht ihr, dann könnt ihr hier das einstellen, hier das Kaffee alles einstellen und wenn ihr das wieder drauf drückt, ist das programmiert. Müsst ihr im Handbuch nachschauen und es ist natürlich klar, ihr müsst dann noch ein bisschen ausprobieren, bis ihr das erreicht, was für euch tauglich ist als Kaffee, Espresso oder Doppio. Deswegen ausprobieren. Am Anfang geht natürlich viel Kaffee verloren und Wasser. Bis ihr das ausprobiert habt, auch Milch. Und dann wisst ihr es nach einer gewissen Zeit und dann könnt ihr euren Kaffee genießen. Und ihr müsst jetzt aufschauen, wenn jetzt das Wasser hier bis da runter ist, dann kommt hier eine Meldung, halt, wir brauchen Wasser und dann rausziehen, Wasser auffüllen. Das Reinigen geht auch ganz einfach, ihr nehmt einfach das und hier blinkt es, also das heißt, wenn das blinkt, dann ist höchste Zeit, das auszuleeren. Da haben wir uns jetzt Kaffeepulver an, rausheben und sauber machen und da spätestens, wenn das draußen ist, auch sauber machen. So, einfach reinstecken und schon ist es fertig. Geht ganz einfach, ich finde das Gerät einfach zu bedienen. Ich finde jetzt den Kaffeevollautomaten für die Leute ideal, die eben nicht so viel Schnickschnack haben wollen, die einfach nur den Espresso haben wollen, Kaffee und einen doppelten Kaffee und vielleicht ab und zu mal eine Milch aufschäumen wollen oder sogar eine Tasse Tee könnt ihr euch damit rauslassen. Er ist einfach zu bedienen, er lässt sich einfach säubern. Es ist eine Ablagefläche dabei. Ihr könnt Kaffeebohnen mahlen, ihr könnt auch mal einen gemahlenen Kaffee reintun. Für mich ist jetzt das schon überzeugend, besser als unseren eigenen Kaffeevollautomaten, wobei ich hier immer das dann nicht so gern mag. Ich mag halt lieber eine Kanne. Wie bei jedem Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, die neu im Haus einsetzt, ihr braucht natürlich etwas Vorlaufzeit und Übungssache, bis ihr die Einstellung gefunden habt, was euch taugt, und das geht relativ schnell. Was mich überzeugt hat, ist zum Beispiel die Kaffeeintensität. Da bin ich jetzt begeistert. Es stark, war wirklich sehr stark und mild, genau das, was wir brauchen. Sonst hätte ich da nochmal auf ganz stark drücken müssen und diesmal hat mir das milde gereicht. Das ist Wahnsinn. Und eben auch für die ältere Generation einfach zu bedienen, einschalten, ausschalten, aufpassen, dass euch nicht verbrüht. Es ist idiotensicher, würde ich sagen. Allerdings solltet ihr natürlich diese Anleitung da lesen und da sind auch Hinweise drin für den Wasserfilter, wie schäumt es auf und wie stellt ihr jetzt die Millilitermenge ein. Das könnt ihr nämlich auch noch einstellen und das finde ich echt super. Und natürlich, wenn es jetzt zum Entkalken geht, macht dieses Maschinchen auch noch ein Symbol, wie oft ihr entkalken lassen möchte. Das hängt natürlich von eurer Wasserhärtegrad ab und wie oft ihr die nutzt. Je öfters ihr es benutzt und je härter der Grad natürlich, öfters müsst ihr entkalken, ist logisch. Und ob das jetzt dann nach 2 Jahren immer noch so gut funktioniert, das wird sich mit der Zeit zeigen. Ich bin jedenfalls momentan von dem Kaffeemaschinchen begeistert. Das war jetzt mein Produkttest von dem Kaffeevollautomaten von DeLonghi Magnifica Start Steam.
Ich würde mich dann wieder freuen, wenn ihr wieder in eins von meinen anderen Videos reinschaut. Bis dahin, eure Petra.